So, Sippidi Suppidi. Xenoblade Chronicles Deluxe. Gucken wir doch mal, wie es bei einem komplizierteren Spiel aussieht, was die PC-Probleme angehen. Anyway, Zusatzinhalt von Xenoblade Chronicles. Das war jetzt kein Zusatzinhalt, das war mein Handy. So, Anyway, Zusatzinhalt von Xenoblade Chronicles habe ich noch nicht gespielt und da ja jetzt bald Xenoblade Chronicles 3 rauskommt, ist es, glaube ich, eine gute Idee, jetzt mal Xenoblade Chronicles zu spielen. Die Zusatzhandlung spielt nach den Ereignissen der Haupthandlung, welche als bekannt vorausgesetzt werden. Kenne ich. Let's go. Gucken wir doch mal. Ich meine, Xenoblade ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo jetzt jeder irgendwie dran interessiert ist, aber ja, der Stream hier ist jetzt halt eher für mich, weil ich liebe Xenoblade Chronicles. Und ich freue mich natürlich auch auf den dritten Teil. Naja, gucken wir doch mal. Und da wird es ja bestimmt auch. Jesus Christ. Da wird es ja bestimmt auch zwischendurch mal Ruhepausen geben, wo man sich ein bisschen unterhalten kann. That symbol. Today, we use our power to fell a god, and then seize our destiny! All that I am is fading. The memory of a god's existence, born from the chaos of creation. It is vanishing. What were you looking at? The sea? I wasn't looking at anything in particular. If anything, Fiora, I was thinking. Thinking about the future that awaits us all. Ein Jahr später. There it is. Melia, we're in sight of Alchemar. All right, I'm on my way. Kaputt.
Die Schulter des Bionis. Die ja im Original unused war. Da hat man jetzt den Zusatzinhalt draus gemacht. Für die, die es nicht wissen. Guess we're still in one piece. Ich meine, ich gehe generell davon aus, dass jeder, der Xenoblade 1 gespielt hat, sich das hier nur anguckt, wenn er es auch durchgespielt hat. Von daher. Then suddenly a black beam. A black beam. Some new defensive measure, perhaps. The junks. Can it fly? Some components sustained heavy damage. It won't budge until we can swap them out. Right. It's fine. They're not particularly rare parts. They'll have them in Alchemoth. You make it sound very simple. Remember, we are still very much in the dark here. Good thing I came prepared. We'll probably be needing this. Das Monado. Sister Bon, watch out on right! I take care of it. Kino handle left side. Gotcha! Those voices. Are those? A point. It's Kino and Nene. What are they doing here? Shulk, we must help them. Of course. Unterschiede. Manche Aspekte dieses neuen Abenteuers unterscheiden sich deutlich von der bisherigen Reise. Okay, Gruppenleiste. In der neuen durch ein neues System. Okay. In dem neuen Abenteuer hat Schulk seine Gabe, Visionen zu sehen, verloren. Oh nein. Okay. Okay, wir fangen auf Level 60 an. Das ist interessant. Ich meine, ich muss generell erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Ich habe jetzt Xenoblade jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Von daher... I'm sorry, wenn ich ein wenig eingerostet bin. Jesus, und wir haben schon unser volles Moveset? Let's go. Melia scheint sich jetzt so einigermaßen gleich zu spielen. Mein Melia war ja mein persönlicher Favorit aus dem Originalspiel. Vor allem, weil man Melia halt irgendwie spielen musste. Weil ansonsten ja, war Melia halt nicht wirklich gut. Diese Entschuldigung, so spielt man doch das Spiel. Ja, ich weiß, ich weiß. Jesus. Mir fehlt echt mein Boy Ryan als Tank. Egal, retten wir erstmal die Noppon. Ich schätze mal, die werden ja auch entweder Tanks oder Heiler oder was auch immer sein. Kino, Nene, are you hurt?
let us help too. Miss Melia, Mr. Shulk. Help very welcome. More is always merrier. Okay, habe ich beide? Kino und Nene. Die Frage ist, wer ist Kino und wer ist Nene? Okay, der Grüne ist ein Heiler. Und die ist ohnmächtig. Spezialanzeige. Wut. Okay. Sie ist mein Boy. Machen wir mal so erstmal. Muss erstmal wieder reinkommen, auch in die ganzen Special Moves und alles. Kann ja den Gegner umwerfen und zum Schwanken bringen und den ganzen Kram. Bild, Löscher, Rüstung, Schmetterschlag, Impuls. Besser. Wirft schwankende Feinde um. Ich meine, ich habe sie jetzt nicht zum Schwanken gebracht, aber hey. Heiler? Big sis, we did it! Job is good one, Kino. That was amazing, you two. It was like seeing Ryan and Charla fighting together again. Just No. so. Fitting. For children of here upon Ricky's household. Oh, No injuries, Kino. die sind die Kinder von Ricky. Wusste ich gar nicht. Nene, very, very sorry. Kino, not so good with strangers. Oh, No. really? Most interesting. Please do not take personally. If we stay here, there is a risk of another attack. We should move to a safer location. Very well. Is this acceptable? Plenty acceptable. Right. Let's go. Die Frage ist halt, braucht man Schulk unbedingt? Sorry, das war jetzt nur für mich so am This place looks promising. Nachdenken. We can take a break here. So tell us, what were you two doing out there? Rather, how did you even get here at all? Wait. About that. Melia, I think these two must have come on the junks. What? Are you quite sure, Shulk? When you consider their relative positions, I think it's quite credible. The capital, on the Bionis shoulder. So, Ah. So that is where the junks comes in then. I appreciate it. But even though we won peace with Zanz's defeat, the rebuilding continues. Much remains to be done. I realize that. And I also know that you've been putting in every effort. So why then? If
if the capital is on the shoulder, there are people there. I thought you'd want to go. Shulk. That's... We could be there and back in less than half a day. Mama? Me. Kino, maybe better to explain. Mama, we're just on a little strolly stroll when we suddenly hear voices. Now, Kino. Nene watch Kino with eyes of Rogel. Kino, follow Mr. Shulk from behind and do some sneak peekings. Mama, Sister Pon followed Kino and sneak peek on too. Meh. So you stowed away like I thought. But what for? Kino always look up to Dedapon. Want to become mighty Dedapon. Dedapon too. I'm certain Ricky would be most proud. But how did that lead to you boarding our vessel? He see opportunity to help people who in trouble. That way, can become friends with people everywhere. Mighty Hirapon make friends with every toe step. Or so Dedapon say, at least. I see. That does explain things. Many sorries. It's not fault of Sister Pon. He's not scored Nene. Fault is of Kino only. Kino. Sincere sorries. Kino wanted to repay debt. Dedapon and Momopon take Kino in when Kino all alone. You were alone? Is truth. One day, out of blue, Dedapon bring Kino home. Said, here is Brotherpon. That day, nobody made comment. Everyone except Kino. Ricky ist fremdgegangen. Nein, Entschuldigung. They want to become Hero-Pon and repay debt to family. Oh, süß. You're really sorry. Kino, you do your family honor. Yours is a most noble sentiment. I am utterly certain that Ricky and Oka are proud of you too. Actually, Melia and I are in a bit of trouble right now. We could use the help. For really? Uh-huh. For really? Must. You really twist wing. But fine, we'll allow to be sidekicks of Kino. Kino? Wrong word. Supposed to say friends. Ja. Noppon sind knuffig. Nicht alle, aber Noppon sind knuffig. Ich mag Noppon. So, we'll be heading for the capital to find parts for the junks. Yes, about that. It's a bit of a hike, but could we check out that cape? Explain. I'm a bit concerned. What you said about defensive measures. You fear we may come under fire again. Is that it? Yeah. It is true. Caution frequently pays off in the long run. The cape it is. Great. It's settled. Legend of Hero Kino! It all starts here! Mehey!
Am Anfang in Xenoblade ist es immer gut, wenn man einen Heiler hat, aber später ist es halt immer am besten, meiner Meinung nach, wenn man halt den Gegner so schnell wie möglich kaputt macht. Weil je weniger muss man dann halt heilen quasi. Ach, ich war gar nicht an der Seite. I'm feeling it. Nee, das die Attacke kenne ich gar nicht mehr. Jeez, Leute. Lafakam. Ah. Ruhiger Moment. Lernt euch in ruhigen Momenten besser kennen. Du wagst es, den Heiler zu kritisieren. Ich kritisiere ihn ja nicht. Es geht sich halt nur wirklich darum, dass man später keinen Heiler effektiv braucht, weil es besser ist, den Gegner so schnell wie möglich umzubumsen, sodass man gar nicht so viel heilen braucht. Jesus Christ, jetzt kommen die ganzen Kampfhelikopter hier. Moment. Miss Melia is big fan of flowers? Yes, because of my mother. When I was young, she often asked for So. my help with the villa's flower beds. Du hast ihn als nutzlos im Endgame betitelt. Ja. They also Er ist nicht nutzlos, nur halt eher I see. weniger We have nützlich. something in common. Before, when I spoke of them to a Homs friend, she said flowers are nice, but nothing beats a warm dinner. I got no understanding from her. Finally, fate sent me someone I can communicate with. What Miss Melia say about dinner? Oh, just talking to myself. The dinner part wasn't really relevant. But Nene big fan of dinner too. Most of all, pollen orbs from factory in Frontier Village. They so very soft and so yummy scrummy. Look, that's not... Hold on. Meme? When you said you love flowers, did you mean as a foodstuff? Me? There is meaning other than? I should have known. You're one of them. No. Nene, listen. Flowers are not simply special because they can be eaten. We can admire their beauty, or use them to create ornaments and works of art. And that is a great part of their charm. Ornaments. Meme? Oh yes, Nene remember. Long ago Dedapon make Mumapon flower crown for giver's gift. Ricky did that. That knock-on has hidden depths. In any case, I would like it if you also had an interest in inedible flowers. If you did, then you too, just like your mother in her own day, may know the joy she felt. Okay, the next time Nene buy flowers that cannot eat, Nene will make pretty flower crown for Miss Melia. Huh? To eyes and Nene, Miss Melia look most bestest in blue. What think? While I appreciate the offer greatly, weren't you originally of the regarding flowers as food persuasion? Meh? If you make pollen orbs from not eatable flowers, they bitter and not tasty. Yes, a fair point. It is just as you say. So Nopon see different but equal value in flowers depending on whether they're edible. Maybe it was foolish in the first place to try and choose only one
while discounting the other. Well then, I will humbly accept the sign of your affection. Nene, roger that. And yet, why do it for me? Won't Kino and Shulk feel left out? There is very good reason. Nene just want to see smiling face of Miss Melia, bright as sun rays. Oh my. Mimi? Something wrong? Nene, not say anything weird? No, not at all. It was just how sincerely you said it. I should take a leaf out of your book. Me? Precious Nene, I look forward to the gift. Nene, pull out all stops. Although, I would feel a bit awkward were I the only one to wear one. Why don't we make them together and exchange them afterwards? Mimi? That sound wonder marvelicious. Is deal. No, in fact, is unbreakable promise. Yes, naturally. Okay. Anyway. Ja. Ich meine, ich probiere mal jetzt die Version von Mia, aka wir benutzen einfach nicht mehr die Heiler, sondern klatschen einfach drauf. Ich meine, wir sind ja jetzt schon auf Level 16. Und bisher läuft es ja gut. Und für manche ist ja Xenoblade auch ein bisschen zu kompliziert. Könnte ich mir vorstellen. Beziehungsweise nicht zu kompliziert, sondern halt eher... Oftmals sehe ich halt, dass viele sagen, ach komm, das UI ist zu kompliziert und zu viel, eher gesagt. Aber bin halt echt ein großer Fan von allen Teilen. Gnadenschutz? Gnadenschutz. Okay. Wir können die auch als nackig spielen? Das ist aber unangenehm. Ah. Okay, wir könnten auch die Kapuze anziehen. Machen wir das mal. Melia irgendwas Besonderes? Verbessern? Ach, ich habe die anderen ja auch. Ich habe ja die ganzen. Sehe ich ja jetzt erst. Ich dachte, man hätte nur die Anfangssachen, aber ja gut. Schulk ist halt nutzlos. Nein, Schulk ist nicht nutzlos. Schulk hat halt recht wenig im Vergleich. Saft sammeln. Charakter sammelt Kraft, nicht das nächste Technik mehr Schaden, hält die Waffe nach vorn, um Angriffe zu blocken. Senkt Feindesstärke, ist eine Aura. Voll aufs Laminat. Stark wie Quark. Ah, wie süß.
Okay, Blitzruf ist wichtig. Langsam das Ziel. Schwanken. Rechte Heilung. Gesichtsrenovierung finde ich auch großartig. Machen wir mal so. Anyway. Willst du das so? Ach, natürlich. Jetzt wollen sie alle. Jesus, wo kommen sie denn jetzt alle her? Jesus. Hallo. Na? Ja, aufmuntern ist gut, aber wir gehen. Wir gehen. Düp, düp, dü, dü. Dü, 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 dü. Ups. Ups. Ja, hoppala. Ja, die machen wir alle später. Ich meine, grundsätzlich habe ich gesehen, dass die Erweiterung irgendwie 8 bis 10 Stunden geht. Das sollte machbar sein in 2-3 Streams. Also vor Xenoblade Chronicles 3. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man grinden muss. Also das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun. Ich meine, aktuell bin ich noch ein wenig schlecht. Aber nur ein wenig. Jetzt mal auch für die ganzen Nebenmissionen muss man Kram machen. Du bist einer von den Big Boys. Schaffen wir. Muss mich nur anstrengen. Easy. Und der Hirnschott. Oh no! Generation ist gut. Das ist gut. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin. Okay. Ja, okay. Everyone, let's go.
Melia, don't give up. Genau. Damn. Don't you dare give up. Hammer, beat. Come on. Vielleicht brauchen wir einen Heiler. Gemütlicher Modus am Arsch. Was ist das da hinten? Wir wissen, was das ist. Wo eine Heiler halt. Ach so, das ist so eine Truhe von gerade. Problem ist halt, ich weiß halt aktuell nicht, wen ich austauschen wollen würde. Weil Shulk macht eigentlich ganz nett Schaden. Melia auch, wenn ich mal besser spiele. Und ich will halt einen Tank haben. Ich schätze auch mal Ryan. Gibt es hier nicht. Machen wir mal das gute alte. Wir machen einfach alles mal weg und so, Blitz ist richtig wichtig. Blitz ist, glaube ich, so das Wichtigste. Dann kommt Wasser. Ätherschaden. Erde hat Gift. Frostschaden. So, dann Doppelruf. Wird die Reichweite aller Elementstärkung. Hirnschock ist ganz gut. Ich glaube, so sind wir am Anfang ganz gut dabei. Ja, und den Rest müssen wir halt später gucken. Das ist halt das Problem an Melia, die ist halt die Magierin der Gruppe und die haben halt meist nicht wirklich viel Verteidigung. Die sind halt immer ein bisschen squishy. Ah, da habe ich einfach nicht. Okay. Anyway, gucken wir doch mal. Many bird people here. Are there really only high-end tier living here? Oh there, strangers. Oh, hello. Hello. It is I, the Shulk. I see. You've had a rough time of it. However, I suggest you steer clear of Alchemoth. Even if you do somehow get there in one piece, don't expect the transporters to be running. Oh? Why's that? The thing that shot at you was no defense platform. It was a monster we've taken to calling the Fog King. The Fog King? Yeah. Suddenly showed up in Alchemoth a few months back. From what I gather, you're from the Imperial Guard. Are the swords you carry just for show? Taking a sword to it is folly. It laughs Sagt and ihr also? attacks. It's like hacking at smoke. Blows pass clean through it. Must be Ghost. Ghost not shoot beams, dum-dum. So that's why you call it the Fog King?
We fought in defense of our home. We were ready to die, and many of us did. But in the end, it won us nothing at all. The Fog King's attacks tore into us hard. Eventually, we gathered the High-Entier and anyone else we found, and gave up the capital, so that we might live. How awful. My grieving heart belongs there. Our heartland, our capital. Yet I cannot even mourn it. Maxis, Huh? Yes? please, you have to tell us how to get inside. Shulk, be serious. Boy, are you hard of hearing? Wir haben den fucking Gott getötet. Then you should know better. No matter the situation, we have to go. If I fix the junks, we can all leave this place. Then, once we're in Colony 9, we can make plans to retake Alchemoth. No point. Why not? Shulk, do you think we took all that lying down? Huh? We're not stupid, you know. We did all we could. It's true. I want to go home. But that's a dream that won't come to pass, and it already cost too many lives. Maxis. I understand where you're coming from. Still, I have to be blunt with you. Let it go. Now what? Judging from the speech, I can't see us convincing him. So this mean we're stuck here? Quite a predicament, Empress Melia. Who are you? How do you know my name? I humbly beg your pardon. Gelgar, at your Majesty's service. Formerly of the Personal Protection Division of the Alchemoth Guard Regiment. Is that so? Then the pardon is mine to beg, Sir Gelgar. And please, dispense with the Majesty. Perish the thought, your Majesty. The recent war has rid us of the wicked purebloods. A new age dawns, and we half-breeds are chosen for its caretakers. With you, Lady Melia, as our shining paragon, I cannot but address you as Majesty. I have no patience for wheedling. Especially from knaves who spit on their ancestors. I would never dream of doing such. I merely spoke plain truth, no more. As you wish. But the Majesty address is burdensome to me. If you absolutely insist. Until you deign to acquiesce, Lady Melia will have to suffice. So kind, Sir Gelgar. Make no mention of it, Lady Melia. Sir Gelgar, we really need to get to Alchemoth, no matter what. Ah yes, I have heard your exchange with Maxis. Hindering the Empress's triumph. A narrow-minded fool, if ever there was one. To begin the authentication process, one must raise their hand to the transporter. The device is configured in such a way that only some of the High-Entier in this land and the Imperial family may pass. Hence, Lady Melia should not have the slightest issue activating it. A similar mechanism to the tombs, then? That's our ticket into Alchemoth. Yes.
nasty news. Friend Galgar is good friend. Kind thanks, bird mister. Not at all. Der gefällt mir nicht. I am but a humble servant in Lady Melia's employ. If it not displease my ladyship too grossly, may I offer you my companionship on your journey? I have a modicum of skill with the blade. Please rest assured. I appreciate the offer, but must refuse. We do not lack for strength. Indeed. A great shame. Should the need arise, I shall remain ready to serve. Certainly. By the way, Sir Galgar, this outpost appears to consist of naught but soldiers. Where might all the other refugees reside? They dwell beyond the Grandel ramparts, which lie below this point. They live at a remove from you, then? Yes, because of the machina who live there. What do you mean? Might you have forgotten? When the war broke out, it was the machina's treachery that lit the fuse. Were it not for them, we needn't have lost our brethren and our home. You couldn't stand the machina and thus moved away? Precisely. But the war is concluded, Sir Galgar. Some simply cannot let go so easily. Melia, shall we go see for ourselves? Ah, yes. Very well. Sir Galgar, we will take our leave of you now. Do please take care of yourselves. You'll find passage to the capital through the Cragmore Caverns. Sir Gelgar, thanks for this. See friend later. Please to be extra careful of self. The same to you all. Ich meine, der trägt dunkle Kleidung. Das ist ja schon gruselig. Oder nicht gruselig, sondern eher, ne? Mysteriös. Warum der Gute denn dunkle... Wobei... Ja, stimmt. Es gab ja die dunklen Kleiderträger und die hellen Kleiderträger. Stimmt. Bla bla bla. Das sind halt Nebenmissionen. Nebenmissionen in RPGs sind halt, ne? Sind halt Nebenmissionen. Ach, der offizielle Stab, wer kennt ihn nicht? Ist halt... Das ist halt alles so teuer. Nebenmission das Wichtigste, ja. Da sind wir aber zwei verschiedene Menschen, glaube ich. Ich meine, es gibt halt ordentlich Knete und Rüstung.